Und nun ist uns aus Frankfurt am Main die Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter zugeschaltet. Frau Schröter, wir grüßen Sie. Guten Morgen, Frau Schröter. Guten Morgen. Ja, bisher jetzt in diesem konkreten Fall in Solingen ist ja unklar, wie die Radikalisierung dieses Täters genau ablief. Das ist ja aber eine ganz entscheidende Frage, vor allem wenn man in Richtung Zukunft denkt, nämlich darüber, wie man eigentlich solche Fälle verhindern kann. Was haben Sie da besonders im Fokus? Denken Sie an soziale Netzwerke? Denken Sie vielleicht doch an Moscheen und Moscheegemeinden, die etwas tun müssten in dieser Frage? Naja, die sozialen Netzwerke sind natürlich ein wichtiger Radikalisierungsmotor. Das ist ganz unbestritten. Islamisten werben in den sozialen Medien sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene und sie rekrutieren Gefolgschaft. Das funktioniert auf jeden Fall. Da könnte man noch etwas unternehmen. Man könnte versuchen, diese Art von islamistischer Propaganda doch einzuschränken. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, dass das Problem des Islamismus auch mit der Migration zusammenhängt. Derjenige, der jetzt tatverdächtig ist, war ja ein Asylbewerber, der ausreisen sollte, der abgeschoben werden sollte. Und soweit mir bekannt ist, hat man auch versucht, in der Flüchtlingsunterkunft, in der er lebt, ihn festzunehmen. Dann war er nicht da und dann hat man das alles auf sich beruhen lassen. Ich meine, da liegt doch der Hase im Pfeffer letztendlich, dass die Kontrolle über das Migrationsgeschehen und damit natürlich auch über diese Form des Islamismus weitgehend verloren gegangen ist. Das muss man erstmal wieder herstellen und dann natürlich auch nachgeordnet alle anderen Maßnahmen der Extremismusbekämpfung ernst nehmen. Was man aber nicht tun sollte und was ich jetzt wieder beobachte, wie bei allen Anschlägen, ist, dass man sich in markigen Sprüchen ergeht, denen überhaupt nichts folgt. Ja? Und ich glaube, das führt auch bei der Bevölkerung nicht gerade zur Erleichterung, sondern man rechnet schon damit, dass vorwiegend Phrasen gedroschen werden. Aber man sich letztendlich schon fast daran gewöhnt hat, dass es eben zu dieser Form von Anschlägen kommt. Einerseits islamistischer Natur, aber auch, wir haben ja auch jede Menge Anschläge oder Morde, Gewalttätigkeiten von jungen Migranten, die mit dem Messer begangen werden. Und auch das ist natürlich ein Problem für die Bevölkerung. Aber Frau Schröter, das ist ja genau die entscheidende Frage, die Sie ansprechen. Und diese Frage kann nur von der Politik gelöst werden. Also die müssen doch jetzt an einem Strang ziehen. Am 2. Juni ist Ruven Lauer in Mannheim von einem Afghanen. Ja, aber wie kommen die denn zusammen? Also, Sie haben gesagt, Sie haben markige Sprüche. Haben Sie da eine Idee? Weil wir sehen es doch, markige Sprüche jetzt von der Union, von Merz und von Söder. Die SPD schießt sofort zurück. Nee, geht alles nicht mit dem Grundgesetz. Wir haben bestimmte Rechte, die müssen eingehalten werden. Also da sind doch zwei Dimensionen, die aufeinanderprallen. Oder gibt es doch überhaupt keinen gemeinsamen Nenner? Und das ist doch das, was die Bevölkerung so frustriert. Das frustriert die Bevölkerung und es liegt natürlich ein bisschen auch daran, dass wir im Moment eine Ampelregierung haben, die CDU in der Opposition. Eine CDU, der letztendlich vorgeworfen wird, dass sie in ihrer Geschichte unter der Kanzlerschaft Merkel ja quasi diese Entwicklung eingeleitet hat. Also sie haben ein bisschen das Problem, dass ihnen nicht unbedingt geglaubt wird. NRW wird nun auch noch von einer Koalition von CDU und Grünen regiert. Auch da müsste sich Herr Wüst jetzt mal fragen, was er tut, damit die Glaubwürdigkeit für seine Partei steigt und nicht nur dem Koalitionspartner nachgibt. Also da muss jetzt tatsächlich etwas passieren. Die Zeit des Redens ist vorbei. Die ist vorbei vor allem deshalb, weil wir alle wissen, wer davon profitiert. Naja, Frau Schröter, das Problem ist ja auch, dass uns die Gesellschaft so langsam auseinander zu fliegen droht, weil das Unverständnis, wir haben das angesprochen, ja auch immer größer wird. Das heißt, auch für hierzulande lebende Muslime, das Ganze wird ja immer komplizierter. Das heißt, wie können wir das denn steuern? Das ist ja die entscheidende Frage. Also nicht alle unter Generalverdacht stellen, immer wieder unterscheiden zwischen Islam und Islamismus. Aber wie machen wir das in so einem Fall? Ja, ich meine, es ist die Politik in der Verantwortung, aber es sind auch meiner Meinung nach endlich mal die Muslime in der Verantwortung. Ich vermisse seit Jahren, seit wir quasi Anfang der 2000er die ersten Radikalisierungsgeschehen beobachtet haben,
Da vermisse ich mal eine riesige Demonstration von Muslimen, die sagen, nicht in unserem Namen, wir sind absolut dagegen, dass der Islam genutzt wird für diese Art terroristischer Aktivitäten und Gewalttaten. Das wäre mal eine entscheidende Sache, die passieren könnte, die viele Menschen mit den Muslimen bei uns versöhnen würden, die jetzt vielleicht nicht mehr so genau wissen, ob das eine gute Sache ist, dass wir den Islam in Deutschland haben. Frau Schröter, wir danken Ihnen für dieses Gespräch und hoffentlich hat auch die Politik Ihren Worten noch einmal genauer zugehört, weil es muss tatsächlich etwas passieren. Wir haben Landtagswahlen am kommenden Sonntag in Thüringen und Sachsen. Wir wissen, wie dort die Situation ist am 22. September in Brandenburg. Es ist einfach nicht mehr die Zeit, dass man bis nach den Wahlen abwartet. Danke Ihnen für das Gespräch. Genau. Danke Ihnen. Ja, sehr gerne.